Im heutigen Video tun wir zusammen den Tiefkühler abtauen. Mit der Zeit bildet sich im Tiefkühler so Eis. Das führt einerseits dazu, dass der Tiefkühler mehr Strom braucht, weil er mehr läuft. Das Eis tut regelrecht isolieren. Und man hat natürlich auch ein weniger Platz. Teilweise bringt man dann die Schublade fast nicht mehr auf. Darum sollte man den so einmal im Jahr abtauen und das machen wir jetzt zusammen. Die Vorbereitungen zum einen Tiefkühler abtauen, die starten meistens schon ein paar Monate vorher. Und zwar musst du schauen, dass du möglichst wenig Sachen da drin hast. Gern werden Lebensmittel eingefroren und dann einfach vergessen. Das heisst, das Abtauen ist auch wirklich eine gute Möglichkeit, um da wieder ein bisschen Ordnung und Platz zu schaffen. Ein guter Zeitpunkt, um den Tiefkühler abzutauen, ist natürlich im Winter. Dann kannst du deine Sachen, wenn es draußen kalt ist, auch mal ein paar Stunden auf den Balkon tun. Wenn du es im Sommer machst, kannst du zum Beispiel so eine Kühlbox verwenden oder aber das Zeug bei deinem Nachbarn lagern oder vielleicht hast du einen anderen Tiefkühler, wo du deine Sachen kannst tun kannst. Im ersten Schritt trennen wir natürlich mal den Tiefkühler vom Strom trennen und dann fangen wir eigentlich an, die verbleibenden Sachen auszuräumen und die in eine Kühlbox rein tun. In der Kühlbox haben wir die Kühlpacks drin, damit das Zeug auch wirklich über ein paar Stunden schön kalt bleibt. Die Schublade können wir dann gerade rausnehmen. Die kann man entweder mit dem Lumpen rausputzen oder ich nehme es auch noch ganz gerne in die Badwanne und tue es einfach mit der Brause schön auswaschen und dann nachher nachtrocknen. Also jetzt sind eigentlich alle Sachen draußen aus dem Tiefkühler und das Eis fängt bereits ein bisschen an zu tauen. Damit wir das noch ein bisschen beschleunigen können, tun wir hier noch eine Schale mit heißem, aber nicht kochendem Wasser rein. Und zusätzlich werden wir auch noch so ein Backblech unten rein tun, wo einfach mal das gröbste Eis aufgefangen wird. Was ich auch noch immer mache, ist ein Tüchlein vorne anlegen, weil das eine oder andere Wasserspritzer wird sicher auch daneben gehen. Gerade wenn du so einen grossen Tiefkühler abtauen tust, musst du wirklich ein bisschen Zeit für das einplanen. Jetzt gilt es eigentlich nur noch darum zu warten, vielleicht einmal grössere Eisklumpen von Hand rauszunehmen, zwischendurch das warme Wasser mal zu wechseln und in dieser Zeit kannst du eigentlich etwas anderes machen. Meistens wird so ein Eisschaber mitgeliefert mit dem Tiefkühler. Da kann man durchaus an der glatten Wand ein bisschen nachhelfen, aber du musst unbedingt aufpassen, dass du keine kratzenden Gegenstände verwendest. Und auch da, gerade bei diesen feinen Metallteilen, nicht mit Gewalt dahinter gehst, weil du machst mehr kaputt, als dass dir das bringt. Es hat jetzt ein paar Stunden gedauert bei diesem grossen Tiefkühler, bis wirklich alles Eis weg war. Das heisst, wir können jetzt mal all die Schalen und Bleche entfernen und dann nachher mit dem Lumpen mal den ganzen Tiefkühler ausreiben, noch all die Brösmeli rausnehmen und alle Sachen, die da so sind. Und ich mache es dann ganz gerne so, wenn es die Situation zulässt, dass ich den Tiefkühler über die Nacht offen stehen lasse, damit wirklich auch noch der letzte Rest der Feuchtigkeit austrocknen kann und wir so nicht gerade wieder neue Eisbildung haben. Der Tiefkühler ist jetzt fertig gereinigt, er ist sauber ausgetrocknet. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Schublade rein tun. Dann schließen wir ihn am Strom an und normalerweise fangen dann die Geräte an, wie wild an piepsen, weil es zu warm ist im Tiefkühler natürlich am Anfang. Und dann hat es normalerweise, in dem Fall ist es die S-Taste, wo man dann das Piepsen ausstellen kann, bis er wieder genug kühl ist. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Schublade rein tun. Die Türe zumachen. Dann das Ganze am Strom anschliessen und sobald er kalt ist, kann man das Gefriergut natürlich wieder rein tun. Wenn dir das Video gefallen hat, dann tu doch unbedingt den Kanal abonnieren.